Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es leider noch nicht am Opel weiter. Ich hatte euch ja beim letzten Opel-Video schon ein bisschen angeteasert, dass ich momentan ein bisschen landunter bin in Bezug auf meine geschäftlichen Regeltätigkeiten. Alles, was ich hier auf dem YouTube-Kanal mache, ist ja nur Hobby und Freizeit. Und ich hatte halt diese Woche leider auch keine richtige Zeit und will das jetzt einfach nicht überstürzen mit dem Zahnriemen. Deswegen, es ist etwas gekommen, was eigentlich hätte erst später kommen sollen. Das ist sozusagen mein persönliches Weihnachtsgeschenk an mich selber. Und zwar habe ich mir hier ein, ich denke, man kann es sehen, Teilewaschgerät bestellt. Da ich ja immer wieder bei den Autos schmutzige Teile ausbaue und ich das immer so furchtbar finde, wenn ich die dann sozusagen wieder schmutzig einbaue. Bisher habe ich sie immer in meiner Ölwanne gereinigt und jetzt möchte ich das mir ein bisschen einfacher machen und habe mir eben ein entsprechendes Teilewaschgerät bestellt. Und in dem Video soll es jetzt heute darum gehen, dass ich das Ding einmal aufbaue. Da ist eine Pumpe dabei, die sozusagen dann die Reinigungsflüssigkeit auch immer umwälzt. Da ist wohl auch ein Filter mit dabei, der das sozusagen Schwebeteilchen und sowas dann rausfiltert. Die ist relativ groß. Darum, wie gesagt, geht es jetzt heute im Video. Den Aufbau dieser Teilewaschmaschine oder dieses Teilewaschbeckens ist mit Strom betrieben, wegen der Pumpe. Wo ich es genau aufbaue, weiß ich nicht. Im ersten Schritt werde ich jetzt erstmal versuchen, es zusammenzupuzzeln. Mal schauen, wie gut das läuft. Dafür packe ich euch in den Zeitraffer und wir schauen uns dann hoffentlich ein erfolgreiches Ergebnis an. So, jetzt habt ihr im Zeitraffer gesehen, wie ich das Ding hier aufgebaut habe. Ich, wie gesagt, bin mir noch nicht sicher, wo ich es hinstelle. Ich werde jetzt gleich mal einen Probelauf machen, dann können wir uns gemeinsam angucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Vom Aufbau her war es relativ einfach. Es sind jetzt relativ viele von diesen Schrauben. Das Schöne ist aber, da sind so Sprengringe oder Spreizringe mit dabei. Bedeutet, man kann die Mutter von hinten ganz gut schon mal so lose anziehen, dadurch, dass dann eben sich die Schraube hier so ein bisschen verkantet. Also nur zum absoluten Festziehen musste ich hier mit dem Schraubenzieher rein. Also sprich, das war jetzt wirklich sehr freundlich in Sachen Aufbau. Und dann haben wir eben hier oben an den Füßen das auch super gemacht. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier unten angefangen und bin dann, wie gesagt, nach oben gewandert, habe einfach das Grundgestell gehabt mit den 4 Füßen und habe dann den Korpus oder eben diese Wanne oben drauf gesetzt und die Wanne positioniert sich dann automatisch selbst. Die hat hier oben so ein kleines bisschen, von hier innen drin kann man das wahrscheinlich sehen,
Schauen wir mal hier drüben mit ein bisschen anderem Licht. Jetzt kann man es, denke ich, ganz gut erkennen, dass diese Wanne unten eben auch nochmal so ein Stückchen Fuß hat. Das heißt, die sitzt einfach satt auf, dann liegen die Löcher übereinander und man muss es nur noch festschrauben. Das habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, es waren relativ viele Schrauben, aber es ging gut. Dann hat sie eben hier diesen Klappmechanismus, der auch wirklich ordentlich funktioniert mit so einer kleinen Feder. Hier hat es jetzt so ein kleines Teilewaschkörbchen, wo man eben Kleinteile drin waschen kann. Und ansonsten legt man halt seine Teile hier auf dieses Teil, also auf diesen Zwischenboden. Der ist auch variabel, also den kann man so hin und her schieben. Und hier unten in der Wanne, da füllt man dann eben Teilereiniger ein. Und wenn der dann entsprechend verschmutzt ist, öffnet man hier die Ablassschraube und fängt den verschmutzten Teilereiniger wieder auf. Hier an der Pumpe ist so ein kleines Sieb, was eben verhindern soll, dass zu viele von diesen Schwebeteilchen oder Schmutzteilchen angesaugt werden. Und ansonsten wird die Pumpe hier einfach durchgeführt. Hier war so ein Loch und die wird dann verriegelt. Die hat hier so eine Lasche. Man kann das sehen, da wird die da so reingesteckt. Das heißt, man kann die auch jederzeit wieder nach oben rausnehmen zum Warten. Ich habe die jetzt hier einfach eben entsprechend in Position gesteckt, dann in die Steckdose, wie gesagt, Teilereiniger einfüllen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich positioniere das mal ein bisschen um, hole mir einen Teil vom Opel, den alten Spanner vom Keilriemen und dann können wir ja mal probieren, wie sich das hier verhält, ob das klappt, ob das nicht klappt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. So, ich habe das Teilewaschgerät jetzt mal hier neben meine Hebebühne platziert. Das ist ja sozusagen oder soll dann ein zweiter Platz werden. Ich hatte ja hier neulich nochmal Fliesen gekauft. Das heißt, also die Fläche, wo früher der M4 GTS stand, die mache ich jetzt zur zweiten Arbeitsfläche, dass ich hier auch nochmal ein zweites Auto eben kurzzeitig servicen kann mit meiner kleinen Hebebühne. Den M4 habe ich jetzt weiter nach vorne gestellt und hier am Ende habe ich jetzt, wie gesagt, das Teilewaschgerät platziert. Ich habe jetzt hier eine Mischung reingemacht aus Kaltreiniger und destilliertem Wasser. Warum eine Mischung? So viel Kaltreiniger hatte ich jetzt gar nicht vor Ort, denn da müssen mindestens 45 Liter rein. Deswegen ist eben die Mischung. Ist jetzt aufgefüllt auf den Mindeststand und Strom habe ich auch angeschlossen. Wie gesagt, hier drin sitzt die Pumpe und wenn wir jetzt anschalten, kommt hier eben entsprechend die Flüssigkeit, also das Gemisch Reiniger und entsprechend destilliertes Wasser raus. Ich schnappe mir jetzt mal so ein Teil vom Opel und dann schauen wir mal, wie das ist mit dem Reinigen, ob das gut klappt oder schlecht klappt. So, jetzt habt ihr das Ganze mal in Action gesehen und ich muss sagen, also ich bin begeistert, wenn man bedenkt, wie ölig und schmutzig das ganze Teil war. Auch die Schrauben sind richtig schön sauber geworden, also das ist echt eine klasse Geschichte. Wie ihr sehen könnt, ne, Schrauben sind sauber, Halter ist sauber und das Teil selber, das sieht auch wieder richtig gut aus. Natürlich kriegt man jetzt hier keinen Neuzustand hin, ja, aber das Ergebnis, also finde ich absolut überzeugend. Ich werde das jetzt noch ein bisschen mit Druckluft auspusten, dass hier die letzten Reste von dem Reiniger rausgehen. Ansonsten bin ich wirklich super beeindruckt. Also da werde ich glaube ich viel Spaß mit haben, mit diesem entsprechenden Teilewaschgerät. Da kann ich die ganzen versifften, alten, schmodderigen Teile reinpacken, ordentlich sauber machen und dann kann ich die auch guten Gewissens wieder verbauen. Sieht einfach viel schöner und ordentlicher aus, wenn man dann so ein Teil verbaut, als sowas total Öliges. Insofern, das war's fürs heutige Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt im Dezember endlich beim Opel mit dem Zahnriemen das Ganze abschließen kann.
den Link zu dieser Waschanlage. Da gehen insgesamt, also hat Gesamtvolumen von 176 Litern. 45 Liter müsst ihr mindestens einfüllen, damit das mit der Pumpe klappt. Wie gesagt, ist super schnell aufgebaut. Anlieferung kommt auf der Palette, für alle, die es interessiert, aber es ist so eine kleine Palette. Und wie gesagt, Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, wenn da einer Interesse hat. Ich habe jetzt noch nicht viel getestet, aber mein erster Eindruck, ich bin wirklich begeistert. Muss man dann eben sehen, wie sich das im Laufe der Zeit verhält, wenn man da eben entsprechend viele Teile mit gewaschen hat. Und dann auch, wie das nachher ist, wenn man eben hier das Wasser mal tauschen muss, wie gut das funktioniert. Wie gesagt, dadurch, dass da 45 Liter mindestens drin sein müssen, braucht man ein entsprechend großes Gefäß, um das aufzufangen. Aber ja, ich denke, das kriegt man auch irgendwie hin. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.